So, heute Morgen war plötzlich dieses Riesending hier vor meiner Haustür. Seht euch das mal an. Celebrity Edge. Und ich werde jetzt ein bisschen mal versuchen, etwas herauszufinden über dieses Riesenschiff. Und dann fahre ich mit dem Kajak zum Eingang, weil die Passagiere, die gehen jetzt an Land hier in Moorea. Ich werde versuchen, auf das Schiff zu kommen und an das schöne Frühstücksbuffet zu kommen und mir mal Pancakes schnappen. Ich zoome mal hier näher ran. Diese Notfallschiffe hier, diese Rettungsboote unter Anführungszeichen, die werden hier jetzt runtergelassen. Und ihr seht hier eines bereits, das fährt jetzt zum nächsten Hafen in Moorea. Und so kommen diese fast 3000 Passagiere von dem Schiff, von der Celebrity Edge auf Moorea. Also hier passiert gerade alles. Und hier werden wir auch andocken mit unserem Kanu. Oder vielleicht mal besser mal schauen, ja, ob es einen anderen Weg gibt. Vielleicht da hinten. Okay. It's time to conquer the boat. Das Schiff. Alright. Wir verwenden dieses schöne Kanu hier dazu. Und ja, schauen wir mal, wie das hier funktioniert. Ich kann euch jetzt schon sagen, die zwei Doggies, die werden mir folgen. Die wollen mich nämlich beschützen, auf mich aufpassen. Okay. Let's see what we can do. Okay. Und los geht's. T-Shirt nehmen wir mit, denn wenn wir aufs Boot kommen, können wir nicht so aussehen, als wären wir irgendwie vom Kanu gekommen. So, deswegen habe ich hier auch meine Flipflops mit und ja, hoffe ich schaue dementsprechend aus. Hier seht ihr jetzt auch die beiden Doggies, die mit mir mitkommen. Hi Doggies! Okay. Ja, wir haben heute einen ziemlichen Wind und ein bisschen einen Wellengang. Gestern war die See richtig schön flach und ich bin in der Früh rausgeschwommen, mit Delfinen geschwommen, die sind neben mir herausgesprungen, haben so Flips gemacht, das war fantastisch. Ja, gute Abwechslung zum Hai, der immer in der Bucht hier bei mir herumschwimmt. So, also ich komme hier etwas schleppend voran, mich treibt die Strömung auch etwas weg. Aber wir nähern uns dem Schiff. Sprechen wir mal über das Schiff. Es ist ein relativ neues Schiff. Es ist 2018 hat es die Jungfernfahrt, 2017 war die Kiellegung und es ist 306 Meter lang. Also das ist schon Wahnsinn, ne? Also zum Vergleich, die Titanic war 269 Meter lang. Das ist so gar nicht das Thema, denn die Titanic war lang. Sie war aber nicht unbedingt hoch, also außer halt diese Dampfturbinen, die nach oben gestanden sind. Dieses Schiff hier ist wesentlich höher. Es ist zwar nur ca. 50 Meter länger, aber es ist einfach wesentlich höher, das Ding. Und das merkt man auch, wenn man sich das Ding anschaut. Es hat 15 Decks und davon sind 14 für Passagiere sogar. Im Vergleich, die Titanic, die hatte 10 Decks und ich glaube 4 waren dafür für die Besatzung und nur 6 davon waren tatsächlich für die Passagiere. Und auf diesem Schiff hier, das Schiff hat Kapazität für 2918 Passagiere. Allein die Crew, um dieses Schiff zu bewegen und zu bewirtschaften, sind ca. 1300 Menschen. Also das ist enorm einfach. Aber jetzt schauen wir mal näher zum Schiff. Also unbemerkt komme ich hier sicher nicht näher ran, denn die Besatzung, die sieht mich schon an. Aber nichtsdestotrotz machen wir mal weiter. Wir müssen mal schauen, dass wir gegen diese Wellen hier jetzt ankommen. Und mal schauen, wie nah wir rankommen hier. Seht euch das mal an. Ein Riesending. Dieses Schiff steht wie ein Hochhaus vor mir auf dem Wasser. Ich bin ziemlich exposed und die Leute starren schon alle runter auf mich. Und ja, als ich auf der Plattform versucht habe anzudocken, wurde ich sofort vom Sicherheitspersonal entdeckt. Okay, ich wurde freundlich jetzt darauf hingewiesen, nicht näher zu kommen.
So von der Nähe ist dieses Schiff echt ein Wahnsinn. Aber Moorea hat es auch in sich. Schaut euch mal diese Landschaft hier an. Das ist auch fantastisch. Moorea mit diesen schönen Bergen hier, die sehen echt so fantastisch aus. Seht euch das mal an. Wie ein Fels in der Brandung steht dieses Schiff. Es rührt sich scheinbar keinen Millimeter. Und wie das möglich ist, das erzähle ich euch gleich im Anschluss. Vorher muss ich euch noch diesen gewaltigen Anker zeigen. Wow, hier ist der Anker. Der Anker wird wahrscheinlich so um die 6 Meter groß sein und um die 12 Tonnen schwer. Allein so ein Kettenglied wiegt so viel wie ein erwachsener Mann. Wahnsinn. Wir haben schon ziemlich viel Wasser hier drin, der Wellengang ist ziemlich hoch. Ja, es gibt ja keine Chance, dass man irgendwie auf dieses Schiff kommt, ohne dass man Aufmerksamkeit generiert. Sobald man näher kommt, selbst die Menschen in den Kajüten, in den Zimmern hier, die schauen einem schon an und schauen schon so runter. Also man bleibt hier nicht unauffällig. Es ist nicht einfach, hier sich heranzupirschen. Aber was cool ist, wenn man sich aus der aletischen Sicht so ein Schiff ansieht. Aus der aletischen Sicht ist ein Schiff immer ein Symbol für einen Übergang zwischen Welten. Das heißt, das dritte Lebensprinzip, wenn man es deuten möchte. Ich habe in der Athletik meine athletische Lebensphilosophie besteht ja im Grunde aus den 12 Urprinzipien und wie wir mit denen das ganze Leben deuten können und damit ein gesünderes, glücklicheres Leben führen können. Da helfen uns diese 12 Lebensprinzipien dabei. Und wenn wir das Schiff deuten wollen würden, entspricht es dem dritten Lebensprinzip, Archetyp der Vermittler, der Bote sozusagen. Der Vermittler zwischen den Welten, zwischen Wasser, also zwischen dem Ozean, dem Element Wasser und zwischen dem Land, Element Erde. Also die Erde für das Bewusste und das Wasser für das Unbewusste sozusagen. Diese Deutung klingt jetzt mal vielleicht abstrakt, aber wenn wir die Außenwelt deuten in diese symbolische Kraft, die Urprinzipien, die Archetypen, dann hilft uns das, die Sprache des Lebens wahrzunehmen, das Leben besser zu verstehen und dadurch zu erkennen, warum unser Leben gerade so ist, wie es ist. Also, was die speziellen Probleme, Krankheiten, spontanen Ereignisse und auch Zufälle bedeuten. Und deshalb ist die athletische Deutung so spannend. Wenn wir uns das Schiff als Prinzip ansehen, was ist es noch? Ein Kreuzfahrtschiff, ein Luxuskreuzfahrtschiff. Und das ist das zweite Lebensprinzip, Archetyp der Genießerin und der Bewahrerin des Werts. Es geht hier also um Werterhalt, Fülle und Genuss. An Bord dieses Schiffs hat man alles, was man braucht. Essen im Überfluss, vielfältige Unterhaltung, ja auch Romantik, wenn man will. Man ist versorgt und auch sicher. Und das ist die Wirkkraft des zweiten Urprinzips. Somit haben wir jetzt das dritte und das zweite Urprinzip und es gibt noch weitere signifikante Prinzipien, die hier wirken und das ist das Reisen, die Weite und auch das Kollektiv, also die Gemeinschaft. Denn auf diesem Schiff reist man nicht alleine eremitisch auf einem kleinen Segelboot sozusagen, sondern mit weiteren 3000 anderen Menschen zusammen. Und das ist das 9. und das 11. Urprinzip, also der Archetyp der Weise und der Visionär. Und man merkt das auch zum Beispiel beim Namen. Ja? Celebrity Edge ist dieses Schiff. Das steht auch super dafür. Celebrity wäre jetzt typisch der Star, der gefeierte Star ist ein Celebrity. Das wäre das 5. Lebensprinzip. Also Löwe und Ausstrahlung, Mitte, Kreativität auch. Und Edge, auf der anderen Seite, Edge hier groß geschrieben, das heißt, es geht mehr um Edge. Und Edge ist wieder dieses 11. Lebensprinzip, nämlich das Visionäre, die Kante sozusagen. Edge, das Schiff will damit ausdrücken, dass es hier so eine Art visionäre, neue Luxusvariante gibt des Reisens. Man merkt das auch beim Schiff. Wir haben hier einige wahnsinnig tolle Elemente, die neu in diesem Schiff eingebaut sind. Wenn ihr da mal raufschaut, dieses Element hier, das ist eine
bewegbare Plattform. Und diese Plattform wurde ja jetzt hier genutzt, um unten das Deck vorzubereiten, um dann mit den Schiffen die Passagiere jetzt an Land nach Morea zu befördern. Aber diese Plattform kann nach oben gefahren werden und dann dient sie als Restaurantplattform mit perfektem Aussicht, wenn man am Abend das Gala-Diner hat. Und ja, hier hinten gibt es eine eigene Glasfront mit einem eigenen Riesentheater drinnen. Also dieses Schiff, das hat echt, ist ein modernes Schiff, also eine eigene Welt, kann man sagen, die hier fast schon unabhängig ist von der Außenwelt. Über ein paar Monate natürlich ist sie abhängig in gewissermaßen, aber für ein paar Monate oder vielleicht für ein paar Wochen, vielleicht sogar einen Monat, kann dieses Schiff fast schon für sich alleine existieren und diese Menschen hier, diese fast 3000 Menschen ernähren und ja, es ist schon spannend. Natürlich ist so ein Schiff eine Umweltkatastrophe, wenn man merkt, wie viel Dieselgeneratoren drin, wie viel Diesel dieses Ding hier frisst. Also ist schon etwas traurig. Andererseits, diese modernen Kreuzfahrtschiffe sind viel, viel sauberer als die älteren. Deswegen bin ich mal froh, dass es ein neueres Modell ist, aber dennoch sind diese Kreuzfahrtschiffe, die gehören elektrifiziert. Da gehören neue Methoden wie diese Windsegeln. Da gibt es Windsegeln, die keine richtigen Segel sind, sondern einfach nur wie in der Titanic, dass solche Dampfrohr-Dinger aussehen und aber als Segel wirken. Also so hoffe ich, dass in Zukunft Kreuzfahrt betrieben wird und nicht mehr mit Öl und Diesel. Aber ja, ich kann gut reden, ich paddel hier um mein Leben. Das ist natürlich ein ganz anderes Lebensprinzip, was ich hier vollführe mit meinem Kajak. Was spannend ist, ist natürlich, dass diese Schiffe einfach überhaupt nicht schwanken. Aber das liegt einfach daran, das habe ich nachgelesen, was mich selber interessiert hat. Es liegt an ein paar Faktoren. Ein Faktor ist, dass dieses Schiff selbst so schwer ist. Ja, dieses Schiff wiegt fast 100.000 Tonnen. Und durch dieses Gewicht und den sehr weit nach unten versetzten Schwerpunkt, weil diese ganzen die Motoren und die ganze Technik befindet sich in den unteren Decks und dadurch ist der Schwerpunkt ziemlich weit unten. Und durch diese fast 100.000 Tonnen reichen diese Wellen einfach nicht, um dieses Schiff einfach so ins Schwanken zu bringen. Natürlich, höherer Wellengang draußen am Meer kann das Schiff sehr wohl ins Schwanken bringen. Und da gibt es dann eine moderne Methode, dass das Schiff Segel sozusagen unten im Wasser beim Tiefgang verwendet, gegenzusteuern. Also da sind Sensoren drauf, die registrieren, wenn das Schiff dann zu schwanken beginnt und steuern einfach dagegen, um so ein Kreuzfahrtschiff so ruhig wie möglich zu behalten. Also das hat mich schon sehr fasziniert und deswegen sind moderne Kreuzfahrtschiffe, da merkt man keine Bewegung. Also selbst auf hoher See merkt man fast keine Bewegung. Durch diese 3 Prinzipien, tiefer Schwerpunkt, sehr, sehr hohes Eigengewicht des Schiffs plus diese Turbinentechnik hinten, diese Segeltechnik, reduziert man das Schwanken fast zu 90%. Also vielleicht bei hohem Seegang, wenn ich das merke. Ich selbst war noch nie beim Kreuzschiff. Also wenn ihr schon mal wart, schreibt mir gerne unten in die Kommentare was rein. Würde mich interessieren, was ihr von solchen Kreuzfahrtschiffen hält, was ihr zum athletischen Prinzip haltet, diese Lebensdeutung, wie man damit glücklicher leben kann. Ich werde euch über das in den nächsten Videos noch etwas erzählen. Und ja, freue mich, wenn wir gemeinsam Abenteuer erleben. Ich bin hier gerade in Französisch-Polynesien auf der wunderschönen Insel Morea. Ihr seht hier, ist eine fantastische Insel mit einer interessanten polynesischen Kultur. Nicht wie Neuseeland, die Maori, sondern hier werden sie Maori genannt, die Ureinwohner. So, ich muss jetzt hier gegensteuern und versuchen wieder an Land zu kommen. Lasst gerne ein Like da. Ich bin Matthias auf dem Maletischen Weg und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.